Hallo, mein Name ist Jill und ich arbeite bei den TML Studios on the Bus. Alles, was ihr in diesem Video jetzt sehen werdet, befindet sich noch in der Entwicklung und stellt nicht unbedingt den finalen Zustand dar. Ich zeige euch jetzt aus der aktuellen Alpha-Version von The Bus, wie ihr mit Hilfe der Ingame-Editoren Linien erstellen und editieren könnt, sowie deren Routen, Fahrpläne und Kurse für Fahrzeuge. Mit Hilfe des Linieneditor könnt ihr neue Linien erstellen oder vorhandene editieren. Hierzu könnt ihr einfach Haltestelle für Haltestelle anklicken, um die erste Route dieser Linie zu erstellen. Danach könnt ihr die zweite Route für die Rückroute erstellen. Im Routeneditor könnt ihr dann aus den beiden Hauptrouten aus dem Linieneditor weitere Routen erstellen, wenn ihr möchtet. Vor allem könnt ihr Haltestellen als besonders wichtig markieren, was Auswirkungen auf die Anzeigematrix des Fahrzeugs hat. Und ihr könnt die Wartezeiten in Minuten anpassen. Die aktive Karte bestimmt die Art der Fahrpläne. Deswegen stehen uns im Fahrplaneditor hier für Berlin nur die Möglichkeiten für Fahrpläne von Montag bis Freitag, Samstag und Sonn- und Feiertag zur Verfügung. An welchen Tagen die Woche beginnt und wann der wöchentliche Feiertag ist, hängt also von der Karte ab, welche ihr über das Hauptmenü aktiviert. Den Zeitstrahl könnt ihr mit Hilfe des Mausrades vergrößern oder verkleinern. Der obere Teil ist für die Hinrouten und der untere Teil für die Rückrouten. Hinrouten in hellgrün, Rückrouten in dunkelgrün. Hier können wir jetzt Routen in den Fahrplan einfügen oder vorhanden editieren. Der Kurseditor ist im Grunde nichts anderes als ein Dienstplan für Fahrzeuge. Ein Kurs gibt an, was ein Fahrzeug den ganzen lieben langen Tag unternimmt, vom Einsetzen im Betriebshof bis hin zum Aussetzen im Betriebshof. Hierbei ist ein Fahrzeug nicht auf einer Linie beschränkt. Ein Fahrzeug kann also zum Beispiel auf der Linie TXL im Betriebshof eingesetzt werden und wechselt dann über den Kurs hinweg auf unterschiedliche Linien und Routen. Was wir hier unten sehen, ist dann eigentlich der erste finale Kurs. Hier gibt es natürlich jede Menge Zusatzsymbole, die uns darauf hinweisen, dass zum Beispiel hier die Transferzeit nicht gegeben ist. Das heißt, wir hätten eigentlich sehr wahrscheinlich nicht genügend Zeit, um von der einen Route zu der anderen zu kommen. Das hier sind wiederum die Transferzeiten, das heißt, da verbringt das Fahrzeug einfach nur Zeit, von A nach B zu fahren und mehr nicht und ist sonst nicht wirklich weiter im Betrieb. Und in Blau seht ihr die Not-in-Service-Zeiten, also quasi Pausezeiten, wenn irgendwo gerade gewartet wird, bis die nächste Linie abgegangen wird. Das heißt, das ist ja alles noch nicht wirklich so effektiv, wie ihr seht. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr hier dann entsprechend zu dem Kurs weitere Routen hinzufügen, indem ihr sie einfach anklickt. Und das Schöne hierbei ist auch, ihr könnt diese Routen hier, das waren im vorherigen, auch noch als Schul- oder als Nicht-Schultage markieren. Wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, muss ich leider nochmal darauf hinweisen, dass jetzt nicht unbedingt alles, was ihr hier in dem Video gesehen habt, wirklich final ist.
Und bis zum Early Access, aber auch während des Early Access von The Bus kann sich da auch noch jede Menge ändern. Wir werden wahrscheinlich im späteren Verlauf noch weitere Ingame-Editoren hinzufügen. Und wir hoffen fürs Erste, dass euch das gefallen hat, was wir euch gezeigt haben. Und wir sind gespannt auf euer Feedback.